Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese wunderschöne und extravagante Tunika für alle modemutigen Damen entworfen und gehäkelt. Der tiefe V-Ausschnitt wird durch eine Kordel reguliert. Dieses Modell ist also genau richtig für alle Damen, die ein extravagantes und nicht herkömmliches Erscheinungsbild mögen. Die Passe ist genau gleich gehäkelt wie bei meiner Sternenjacke Wildkatze, deshalb hat die verwendete Wolle im ersten Teil des Videos eine andere Farbe, es ist aber genau das gleiche Material wie bei der Sternenjacke Wildkatze. Genaue Infos zur verwendeten Wolle sowie Richtwerte zum Verbrauch findet ihr auf der Materialseite nach den Intros bzw. direkt bevor ich mit dem Häkeln beginne. Da die Tunika von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne gehäkelt wird, beginnt die Anleitung für alle Größen gleich. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Falls ihr Interesse an einem von mir persönlich handgefertigten Modell habt oder jemanden damit beschenken wollt, ab sofort gibt es einige meiner Vorführmodelle käuflich zu erwerben. Den Link zu meinem kleinen Job findet ihr in der Infobox bzw. in den Kanalinfos. Es gibt in der Regel jedes Modell nur einmal, denn ich häkle nicht auf Bestellung, sondern verkaufe die Modelle so, wie ich sie für das Video angefertigt habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und ich häkle in den Ring weitere 13 Stäbchen, sodass wir inklusive Ersatzstäbchen 14 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 14 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen und noch einmal 2 Luftmaschen für den Abstand und häkle ins nächste Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in jedes Stäbchen, das vorhanden ist, häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und wir müssen genau 13 Kästchen erhalten und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Das letzte Kästchen, auch hier häkeln wir 2 Luftmaschen und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und bitte zählt das nach.
Es müssen genau 13 Kästchen sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen und in dieses erste Kästchen häkle ich 2 Stäbchen, sodass wir hier eine Dreiergruppe haben, und ab jetzt häkle ich in jedes Kästchen 3 Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. In die letzte Lücke häkle ich zunächst 2 Stäbchen und das dritte Stäbchen häkle ich in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Und wir erhalten genau 39 Stäbchen. Die Zahlen müssen immer passen. Wir wenden und wir starten zunächst mit 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen, und häkeln noch einmal 3 Luftmaschen für den Abstand. Und jetzt lassen wir das nächste Stäbchen aus und häkeln in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen. Abstand ist 3 Luftmaschen. 1 auslassen, in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, dazwischen immer 3 Luftmaschen, und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben ein Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir häkeln 3 Luftmaschen und das letzte Stäbchen häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, und wir haben genau 19 Kästchen. Wir wenden, wir starten mit 3 Luftmaschen und in die erste Lücke häkle ich 3 Stäbchen. Und in jede weitere Lücke häkle ich 4 Stäbchen. Wir springen von Lücke zu Lücke und häkeln in jede Lücke 4 Stäbchen, und es ergeben sich genau 76 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die letzte Lücke häkeln wir 3 Stäbchen und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Wir haben genau 76 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen, das ist unser Randstäbchen, und wir häkeln zwischen die 4 Gruppen immer ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in dieselbe Lücke. Das V befindet sich also in der Lücke zwischen den Gruppen. Wir häkeln in jede Lücke ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in dieselbe Lücke. Wir haben jetzt also ein Randstäbchen und 2 V. Und so ein V häkeln wir in jede Lücke, und wir müssen genau 18 V erhalten, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 18 V gehäkelt. Die Reihe endet mit einem Randstäbchen
in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir wenden die Arbeit und ab jetzt starten wir mit dem ersten Mustersatz. Wir häkeln jetzt immer 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen. Und in dieser Reihe häkeln wir in die Faust hinein 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Wir springen zum nächsten V und häkeln in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 18 Gruppen gehäkelt. Diese Anzahl von 18 Gruppen bleibt jetzt stets unverändert. Die Reihe endet mit einem Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Randstäbchens aus der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit. In der nächsten Reihe häkeln wir wieder 18 solche Gruppen, aber diesmal ein bisschen anders. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Das ist immer unser Randstäbchen und wir häkeln jetzt ein Stäbchen auf das Stäbchen vor der Lücke. Dann häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und ein Stäbchen auf das Stäbchen nach der Lücke. Das heißt, wir haben wieder jeweils 2 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Dann lassen wir 2 Maschenköpfe aus und häkeln wieder ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und immer 2 auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Und hier bleibt ein Stäbchen übrig und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Die Reihe hat auch genauso begonnen mit einem Randstäbchen und dann haben wir eine Masche ausgelassen. Und wir wenden die Arbeit und es folgt eine vollkommen identische Reihe, wie wir sie gerade gemacht haben. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen ein Stäbchen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke und wir lassen 2 Stäbchen aus, häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet immer gleich. Wir lassen das letzte Stäbchen aus und ins Ersatzstäbchen, immer in die dritte Luftmasche, häkeln wir unser Randstäbchen. Das war der erste Mustersatz. Wir haben jetzt 3 Reihen mit Zweiergruppen und jetzt folgen 3 Reihen mit Dreiergruppen. Das heißt, in der nächsten Reihe müssen wir auf 3 Stäbchen erhöhen und das machen wir so. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen ein Stäbchen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann noch ein Stäbchen nach der Lücke. Das heißt, wir haben jetzt 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Wir lassen immer 2 Maschen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und die Zunahmen erfolgen in der Lücke, indem wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke häkeln und dann noch ein Stäbchen nach der Lücke und wieder 2 auslassen, das bleibt immer gleich. Ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch das Ende ist immer gleich. Ein Stäbchen bleibt übrig und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgen 2 identische Reihen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen wie immer das nächste Stäbchen aus und jetzt häkeln wir bis zur Lücke 2 Stäbchen und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen nach der Lücke. Wir nehmen also nicht zu, sondern die Anzahl von 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke bleibt bei 3. Wir lassen 2 Maschen aus und jetzt brauchen wir bis zur Lücke 2 Stäbchen und in die Lücke nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir diese Reihe so und noch eine weitere Reihe. Wie gesagt, das Ende der Reihe ist ebenfalls immer gleich. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 identische Reihen gehäkelt. Das bedeutet, wir haben jetzt 3 Reihen mit je 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke und wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Jeder Mustersatz besteht aus 3 Reihen und es kommt immer in der ersten Reihe des Mustersatzes ein Stäbchen hinzu
und dann kommen immer 2 Reihen ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, wir lassen ein Stäbchen aus, wir häkeln die Stäbchen bis zur Lücke ab und in der Zunahmereihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann häkeln wir auf der anderen Seite gleich viele Stäbchen nach der Lücke wie vor der Lücke. Also wir hatten 2 Stäbchen vor der Lücke in dieser Reihe und 2 Stäbchen nach der Lücke und je 2 in der Lücke, das heißt, wir haben jetzt auf 4 Stäbchen erhöht. Diese beiden lassen wir aus, das bleibt immer gleich. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke und in der Zunahmereihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann auf der anderen Seite gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. Es bleiben immer 2, die wir überspringen müssen und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Es bleibt ein Stäbchen übrig und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und immer in die 3. Luftmasche häkeln wir das Randstäbchen. Jetzt folgen wieder 2 Reihen ohne Zunahmen. Das heißt, wir behalten die Anzahl, die wir jetzt haben, bei. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer ein Stäbchen aus und jetzt häkeln wir alle Stäbchen bis zur Spitze ab, die vorhanden sind. Und jetzt sind es schon 3 Stäbchen, bis wir die Spitze erreichen und in den Reihen, wo wir nicht zunehmen, häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke, in diesem Fall 3. Dann landen wir immer richtig, die nächsten 2 lassen wir aus, immer das letzte Stäbchen der Gruppe und das erste Stäbchen der nächsten Gruppe. Wir häkeln wieder alle Stäbchen, die da sind, bis zur Lücke und wir häkeln in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke häkeln wir auch nach der Lücke. Und das machen wir diese Reihe und noch eine Reihe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den 3. Mustersatz beendet. Wir haben jetzt 3 Reihen mit 4 Stäbchen. Im nächsten Mustersatz sind es 5 Stäbchen, dann 6 und so weiter. Sinngemäß immer dieselben 3 Reihen und das machen wir so lange, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und wir messen vom Mittelpunkt in einer Spitze gerade hinunter. Und wenn ihr euer Maß für eure Größe erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Passe hat das gewünschte Maß erreicht und bevor ihr eine Anprobe durchführen könnt, müssen wir zuerst die Einteilung machen, wie wir die Ärmel abteilen
Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben 3 Zacken für das erste Vorderteil und hier im Tal befindet sich der erste Maschenmarkierer. Dann haben wir 3 ganze Zacken für den ersten Ärmel und wieder im Tal zwischen den Spitzen einen Maschenmarkierer. Dann haben wir 6 Zacken für das Rückenteil. Immer ins Tal den Maschenmarkierer geben, wieder 3 Zacken für den Ärmel und 3 Zacken für das zweite Vorderteil. Und jetzt werde ich die Tunika so falten, wie sie später getragen wird. Und dann zeige ich euch, wie ihr eine Anprobe durchführen könnt. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika so gefaltet, wie sie später getragen wird. Und hier müssen jetzt diese Maschenmarkierer ganz genau aufeinander kommen. Und jetzt nehmt ihr euch einen Maschenmarkierer heraus und steckt ihn durch beide Teile durch, sodass die Ärmel provisorisch abgeteilt sind. Das macht ihr auf beiden Seiten und dann schlüpft ihr hinein und dann muss das locker passen. Wenn es noch zu wenig ist, noch zu knapp ist, dann müsst ihr noch 1, 2 oder 3 Reihen, je nachdem, hinzufügen und wieder eine Anprobe machen, bis das Ganze passt. Und wenn das Ganze passt, dann stellt ihr diese Einteilung wieder her, so wie wir sie jetzt gemacht haben. Und dann können wir die Ärmel abteilen und wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln die ersten 3 Zacken wie gewohnt ab. Und ich mache ab jetzt keine Zunahmen mehr. Das heißt, diese Anzahl Stäbchen, die wir jetzt haben, bleibt jetzt immer gleich und in die Spitzen kommt jetzt immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wie gesagt, wir häkeln bis zum ersten Maschenmarkierer. Das sind 3 ganze Zacken und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 ganze Zacken abgehäkelt und ich habe 2 Stäbchen vor dem Maschenmarkierer aufgehört, weil ich hier kein Stäbchen auslassen möchte, damit kein großes Loch entsteht, häkle ich am Ende dieser Zacke 2 zusammen abgemaschte Stäbchen in die letzten beiden Maschenköpfe. So bleibt die Anzahl gleich wie hier, aber wir müssen hier kein Stäbchen auslassen. Jetzt überspringen wir 3 ganze Zacken und beim nächsten Maschenmarkierer direkt nach der Lücke starten wir wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und wir häkeln die nächsten 6 Zacken wie gewohnt ab, ohne Zunahmen. Und dann zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich habe 6 Zacken abgehäkelt. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt. Und jetzt teilen wir den zweiten Ärmel ab. Und am Ende des 6. Zackens machen wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir überspringen 3 Zacken und nach dem Maschenmarkierer, nach der Lücke, häkeln wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann häkeln wir die restlichen 3 Zacken im gewohnten Muster und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe die letzten 3 Zacken gehäkelt und ich schließe jetzt in die 3. Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, denn wir machen jetzt in Runden weiter und damit der Rundenübergang nicht direkt vorne in der Mitte ist, verlegen wir ihn unter einen Arm und zunächst müsst ihr noch schauen, auf welcher Seite ihr euch befindet. Wir müssen auf der schönen Seite weiter häkeln. Die schöne Seite erkennt ihr hier an diesem Halbkreis, an den Stäbchenreihen. Auf der schönen Seite sind die Stäbchen glatter und die Reihe liegt etwas tiefer und auf der nicht so schönen Seite ist diese Reihe etwas erhaben und die Stäbchen sind rauer. Das bedeutet, ich befinde mich im Moment auf der weniger schönen Seite und werde daher die Tunika umdrehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika auf die schöne Seite umgedreht. Hier ist vorne und ich kippe jetzt das Ganze. Hier seht ihr, dass die schöne Seite jetzt außen ist und ich starte hier auf der rechten Seite unter dem Arm und hier genau schauen. Diese 2 müssen übersprungen werden, das heißt, in diesem Maschenkopf schlinge ich neu an. Hier sind die beiden, die wir dann überspringen müssen. Und hier hole ich den Faden durch, verknote den Faden ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und dann häkle ich im selben Muster wie immer bis zum nächsten Arm hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und hier lassen wir wie gewohnt 2 Maschenköpfe aus und häkeln weiter im gewohnten Muster bis zur vorderen Mitte, wo wir zur Runde geschlossen haben und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin da angekommen, wo wir zur Runde geschlossen haben und hier genau schauen. Ich höre 3 Stäbchen vor der Lücke auf. Ich häkle 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, damit wir hier wieder gleich viele Maschenköpfe haben wie bei allen anderen Zacken. Dann lasse ich das erste Stäbchen auf der anderen Seite aus, sodass wir also wieder 2 Maschenköpfe überspringen, häkle wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann geht es wie gewohnt weiter. Wenn ihr euch hier nicht ganz sicher seid, müsst ihr nur die Maschenköpfe zählen. Ihr müsst hier wieder gleich viele haben wie hier und auf der anderen Seite ebenfalls. Und wenn die Zahl passt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und wir häkeln bis zum Ende der Runde und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und auch hier überspringen wir
die beiden Maschenköpfe und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde und häkeln eine Kettmasche ins nächste Stäbchen. Und dann können wir wieder mit 3 Luftmaschen starten und jetzt folgt eine ganz gewöhnliche Runde, so wie ihr sie schon von der Passe kennt. Keine Zunahmen und alle Zacken sollten jetzt gleich viele Stäbchen haben. Sollte es tatsächlich einmal um ein Stäbchen nicht stimmen, dann ist das kein Drama. Das könnt ihr in dieser Runde ausgleichen, indem ihr entweder eine Zunahme macht, indem ihr 2 Stäbchen in eine Masche häkelt, oder eine Abnahme, indem ihr 2 zusammen abgemaschte Stäbchen häkelt, sodass am Ende dieser Runde alle Zacken gleich viele Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns am Ende der Runde noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und auch hier überspringen wir 2 Stäbchen und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde und häkeln eine Kettmasche ins zweite Stäbchen und dann können wir wieder wie gewohnt weiter häkeln und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt, immer dieselbe Anzahl Stäbchen, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen hier vom Anfangspunkt gerade hinunter zwischen 2 Zacken. Und von vorne sieht das Ganze jetzt so aus. Und wie gesagt, die gewünschte Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr eure Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Tunika auf die Rückseite umgedreht. Ich befinde mich auf der schönen Seite und ich beginne da, wo wir begonnen haben, in diesem Anfangsring, steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten, ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Lücke eine feste Masche. Über diese Fäden könnt ihr drüber häkeln, dann sind die gleich versorgt und ich häkle 2 feste Maschen in jedes Randstäbchen. Falls euch die festen Maschen sehr klein werden, nehmt eine dickere Häkelnadel, eine halbe Nummer mehr, damit sich der Rand nicht zusammenzieht. Und wir häkeln einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde mit einer Kettmasche, häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und von vorne sieht es so aus. Hier bin ich einfach von der einen Seite auf die andere Seite hinüber gesprungen und habe immer um jedes Randstäbchen 2 feste Maschen gehäkelt.
Und jetzt werde ich mit einer einfärbigen, ähnlich starken Wolle eine Luftmaschenkette häkeln, die ungefähr 120 cm hat. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Luftmaschenkette auf beiden Seiten mit mehreren Knoten gut abgesichert und dann wie ein Schuhband eingezogen, immer von oben nach unten und in jeder zweiten Reihe, aber das schaut ihr, wie es für euch am besten passt. Und dann müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unsere tolle Tunika ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser extravaganten Tunika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.